Thingiverse ist tot. Kulz hat nervige Paywalls, aber was ist mit Printables? Heute schauen wir uns mal Printables ganz genau an. Ist das die richtige Seite für dich und deine 3D-Modelle? Welche Features gibt es und lohnt es sich für dich hier auf der Seite aktiv zu sein? Ich habe es für dich getestet und damit ganz viel Spaß bei diesem Video. Was ist Printables? Falls ihr Printables noch nicht kennt, die Plattform gehört Prusa Research und ist eine Art moderne Alternative zu Thingiverse. Hier findet ihr 1000 kostenlose STL-Dateien, aber auch viele Community-Features, Wettbewerbe mit Belohnung. Prusa Research als Unternehmen hat sich schon seit vielen Jahren mit ihren hochwertigen 3D-Druckern im Privat- und Industriebereich sehr stark etabliert und ist mittlerweile einer der größten 3D-Druckhersteller weltweit. Sie bieten nicht nur die 3D-Drucker als Lösung an, sondern mittlerweile auch eine Seite, auf der ihr euch austauschen könnt, eure Dateien hoch- und runterladen könnt. Zusätzlich haben sie noch eine Prusa Connect entwickelt, vorher noch Prusa Link. Das heißt, ihr könnt jetzt alle Drucker in einer Farm benutzen und somit eure Produktion so richtig ins Drucken bringen. Seit kurzem hat Prusa sogar eine App entwickelt, die dir sogar vermöglicht, mit deinem iPad oder Smartphone deinen Drucker von unterwegs zu steuern. Aber heute geht es erstmal um die Seite Printables. So Freunde, und damit sind wir dann jetzt auch hier schon auf der Startseite. Wenn ihr printables.com aufruft, landet ihr direkt auf dieser Startseite. Und da sehen wir auch schon, die ersten Sachen sind hier oben schon geteasert. Es gibt hier verschiedene Projekte und tolle Dateien. Hier sind die ausgewählten Dateien. Das sind unter anderem irgendwelche hilfreichen Features für den Alltag oder auch ab und zu einfach Upgrades für eure 3D-Drucker. Wenn man sich mal so ein bisschen durchzippt, ist hier wirklich von allem etwas dabei. Kunst, Zubehör, Technik, Spielsachen, Werkzeuge. Von allem ist etwas dabei. So, etwas weiter runter werden dann auch schon die ersten Clubs, dazu komme ich gleich noch, vorgestellt von verschiedenen Creatoren und 3D-Modellierern. Weiter unten gibt es dann noch ausgewählte Store-Modelle. Mittlerweile gibt es auf Printables tatsächlich auch schon einen Store für etwas hochwertige 3D-Druckdateien, die etwas aufwendiger sind und deinen Alltag eventuell verändern können. Aber da finde ich, sind so ein paar Euro dann doch für die Ersteller recht angebracht. Wenn man sich hier unten so ein bisschen durchzippt, kommt man dann auch irgendwann tatsächlich auf eine Seite, wo tatsächlich hier sogar die Secobox für den Prusa XL ist. Da habe ich ja mitgewirkt. Grüße an Surf Alex, der hat das Ganze ja in Zusammenarbeit mit mir entwickelt. Wenn ihr Interesse daran habt, kleine Werbung für meinen Shop, könnt ihr gerne auf meinen Shop gehen und da biete ich euch das Kit an oder ihr ladet euch hier direkt die Dateien runter. Das sind alles schöne Modelle, zum Beispiel auch der Formel 1 Wagen, den habe ich mir selbst auch schon teils gedruckt, ist ein langes Projekt, muss ich auch mal weitermachen. Aber da sind schon echt viele interessante Modelle dabei. Ich glaube, hier wird auch jeder fündig. Dann hier unten kommen wir auch schon direkt zu Designwettbewerben, smarte Haustier-Gadgets oder was für die Kaffeeecke, Banshee Remix oder DJ Equipment. Zurzeit sind wieder viele interessante Wettbewerbe dabei, wo man auch immer Preise gewinnen kann. Weiter unten finden wir dann immer Neuigkeiten vom Prusa-Blog und ganz unten werden auch schon die neuesten Modelle angepriesen. So, wir gehen wieder nach ganz oben auf die Seite. Hier oben rechts neben den Logo Printables geht es dann zu den Dateien. Wir haben hier den Store, die Clubs, Community, Wettbewerbe, Marken, die sich hier promoten, Veranstaltungen, Gruppenbildung und hier gibt es tatsächlich auch einen Link direkt zum Prusa eShop oder zum Prusa Blog. Auch sehr interessant, schaut da gern öfters mal rein, denn da gibt es immer die neuesten Features direkt für euch. Und oben drüber findet ihr die Suchleiste, mit der ihr tatsächlich fast alles finden könnt, denn die Plattform wird schon von Millionen von Menschen weltweit genutzt und wird regelmäßig mit den neuesten Dateien gefüttert. Und das finde ich tatsächlich unfassbar cool, dass sie hier alle zusammentun und wirklich gemeinsam an etwas Großem arbeiten. Denn wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann tatsächlich eine Seite haben, wo es endlos 3D-Druckmodelle kostenlos gibt, die jedem aus der Patsche helfen oder auch die Anfänger richtig tollen Druckergebnisse erzielen lassen. So, dann gehen wir hier mal zu den Modellen rein. Hier seht ihr auch schon, das sind immer die im Trend sind. Hier oben könnt ihr auch die neuesten Uploads theoretisch euch anzeigen lassen oder die meisten Downloads, die meisten Makes, die gemacht wurden oder die meisten Likes. Also hier könnt ihr euch das alles schön sortieren lassen. Hier auf der linken Seite könnt ihr euch das dann auch gleich zum Beispiel nur für Prusa-Teile und Upgrades anzeigen lassen.
Oder für Sport und Freizeit ist hier alles dabei mit verschiedenen Unterkategorien. Also es sind alle Dateien tatsächlich, auch ohne dass ihr was in der Suchzeile eingeben müsst, sehr gut sortiert und ihr findet relativ schnell sehr interessante Modelle für euch. Dann kommen wir hier zum Store. Ich weiß, ein hart umstrittenes Thema. Ich finde es auch nicht ganz so cool, dass jetzt Sachen kostenpflichtig werden. Ich hoffe, dass die Creator trotzdem viele Sachen immer weiterhin kostenlos anbieten. Aber ihr seht, hier sind dann auch schon etwas größere Projekte dabei, wo die Entwickler halt wirklich Tage, Wochen, Monate dran saßen, bevor so eine Datei hier online gehen kann. Und da ist dann auch mal so ein Preis gerechtfertigt. Aber schön wäre es natürlich, wenn alles kostenlos wäre. So, dann kommen wir hier oben zu den Clubs. Hier kann jeder Creator oder hier kann so ziemlich jeder seinen eigenen Club aufmachen, wenn man besondere, coole 3D-Druckdateien regelmäßig zu einer bestimmten Kategorie zum Beispiel hochlädt und sich Leute einfach mit an Bord holen möchten, die einen auf der Reise begleiten und tatsächlich den Creator dann auch mit einer kleinen Spende monatlich unterstützen, dann ist das auf jeden Fall ein cooles Feature. Wenn ihr mich hier unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ich habe auch einen Club, müsst ihr aber nicht. Mein Content bleibt für euch natürlich für immer kostenlos. So, was finden wir jetzt hier? Weiter geht's zu Community. Community-Beiträge, da bin ich tatsächlich nicht so viel unterwegs. Ich mache auch ab und zu mal Community-Beiträge. Und hier kommen dann immer die neuesten Community-Beiträge von euren Leuten, denen ihr folgt. Denn jeder hat hier einen Account, wenn ihr euch da anmeldet. Und dann kann man sich untereinander folgen, wie auf Instagram, YouTube oder TikTok. Das kennen wir ja schon. Auch ein sehr cooles Feature, dass man dann immer eine Benachrichtigung kriegt, wenn man möchte, wenn ein Creator ein neues Bauteil hochgeladen hat. Dann kommen wir hier schnell einmal zu den Wettbewerben. Hier habe ich ja eben schon mal angerissen, hier sind die ganzen Wettbewerbe. Und hier steht dann auch immer, was man für den ersten Platz gewinnen kann. Und zurzeit läuft zum Beispiel die smarte Haustier-Gadget mit dem Arduino als Wettbewerb, läuft bis zum 27. Februar. Ist am 27. Februar gestartet und endet am 27. April. Also da könnt ihr auf jeden Fall noch mitmachen, denn auf Platz 1, der erste Gewinner, kriegt tatsächlich ein Original Prusa MK4S Kit. Das finde ich cool. So steht das hier, es sind schon 29 Beiträge. Dann zum Beispiel bei der Kaffeeecke, hier könnt ihr 500 Prusa-Meter gewinnen. Was ihr mit den Punkten machen könnt, das zeige ich euch gleich noch, denn die können echt wichtig für euch werden. Die Punkte könnt ihr aber nicht nur gewinnen, sondern ihr könnt sie euch auch nach und nach verdienen, denn es gibt ein detailliertes Punktesystem, wo ich gleich drauf eingehe. So, dann hier unten sind dann schon einige Sachen, die beendet wurden, einige Wettbewerbe. Ich selbst habe auch schon 2-3 Mal an Wettbewerben mitgemacht. Eher wenig erfolgreich, Preise konnte ich da noch nicht abräumen, aber wer stetig dabei ist, der wird auch irgendwann immer mal was gewinnen. Dann hier, seit noch gar nicht allzu langer Zeit sind hier auch verschiedene Marken vertreten. Da ist Printables sehr hinterher, hier auch wirklich hochwertige Marken ins Boot zu holen, wie zum Beispiel Würth. Die stellen hier immer irgendwelche Zusatzhalter für irgendwelche Produkte von denen zur Verfügung. Oder seit neuestem ist auch Festool dabei. Die haben auch immer relativ lustige Sachen. Am Hochladen. Die gibt es auch mittlerweile, sehe ich gerade, seit 100 Jahren. Das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall cool, dass hier auch Firmen vertreten sind. Das macht das Ganze noch ein bisschen professioneller und zeigt auch, wie toll Printables ist. Dass es nicht nur für Privat, sondern auch für Firmen und Geschäftsanwender wirklich eine tolle Seite ist. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Veranstaltung. Da könnt ihr dann immer sehen, wo bei euch eventuell in der Nähe die nächste 3D-Druckveranstaltung stattfindet. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr das Ganze liken, kommentieren oder halt auch schon in den Kommentaren euch mit vielen Leuten austauschen, was dann auf der Messe oder auf den Veranstaltungen so stattfinden wird. Es gibt überall die Möglichkeit, untereinander in Kontakt zu treten und das finde ich schön, dass die Community hier wieder richtig zusammenhält. So, ein weiteres tolles Feature auf der Seite sind Gruppen. Ich selbst bin in vielen Gruppen vertreten. Es gibt hier zum Beispiel 3D-Druck Printing Community Germany oder zum Beispiel tatsächlich auch Bambulab. Gruppen gibt es hier. Ich habe selbst auch schon einige Gruppen aufgemacht. Hier unter anderem gibt es zum Beispiel die 3D Printiverse Gruppe mit 20 Mitgliedern. Ich habe aber auch schon eine Prusa Core One Gruppe gemacht mit 21 Mitgliedern. Meine größte Gruppe sind 44 Mitglieder vom Prusa XL drin, aber ich selbst habe hier auch zusätzlich noch 2 kleinere Gruppen mit dem Bambulab 1 Mini und A1 aufgemacht. Jeder kann so viele Gruppen machen, wie er möchte und sich da mit Freunden oder mit der ganzen Welt einfach austauschen. Das finde ich ziemlich cool. Dann gibt es noch den Reiter Bilder.
Hiermit habe ich mich tatsächlich noch nicht so beschäftigt. Aber hier seht ihr, sind relativ viele wissenswerte Sachen dabei, irgendwelche Modelle, mit denen man was testen kann, Getriebe, irgendwelche Sachen zum Erklären. Also viele Sachen auch in Richtung Schulungszwecke, was auch sehr gut ist. Hier kommen wir noch zum Prusa eShop und zum Prusa Blog. Wer sich schon lange mit Prusa beschäftigt, weiß, wo es hier hingeht. Da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. So, und wenn ihr hier oben schon in die Ecke geschaut habt, seht ihr, ich habe zum Beispiel 799 Prusa-Meter. Ich habe noch nie Prusa-Meter ausgegeben. Ich spare da jetzt auch nicht groß auf irgendwas hin, aber ich habe halt mit der Zeit so ein paar Punkte schon bekommen. Und das erreicht man nämlich, wenn ihr hier oben rechts auf die Ecke geht, dann kommt ihr auf euer Profil. Das ist mein Profil. Ich bin sogar schon Stufe 31, da bin ich richtig stolz drauf. Da habe ich mir tatsächlich Mühe gegeben. Denn wenn ihr hier so ein bisschen runter scrollt, seht ihr hier unten Abzeichen. Die könnt ihr euch verdienen, indem ihr zum Beispiel viele Dateien selbst designt und hochladet oder wenn ihr die Dateien der anderen druckt und die als Fotos dann in den Kommentaren hochladet, also das Bauteil von anderen bewertet, auch mit Punkten und Text, dann könnt ihr nämlich hier Maker sammeln oder zum Beispiel Star Designer. Star Designer Punkte könnt ihr zum Beispiel sammeln, wenn eure hochgeladenen Dateien sehr, sehr viele Downloads bekommen. Ihr seht hier oben einige Sachen, die ich schon gezeichnet habe, hier mit 278 Downloads oder hier meine Spule mit 380. Ich habe aber auch welche, die nur 10-mal runtergeladen wurden. Da müsst ihr halt gucken, was ist wirklich interessant, was kann den Leuten helfen oder ihr ladet einfach nur die Sachen hoch, die ihr einfach aus Spaß für euch designt habt. Da gibt es kein Halt, einfach alles hochladen, dann könnt ihr nämlich fleißig Punkte sammeln. Hier seht ihr nämlich auf der linken Seite, ich habe schon über 4000 Downloads, schon 771 Likes bekommen und hier seht ihr auch meine Followeranzahl. Die ist jetzt deutlich kleiner als auf YouTube, also wer mir da noch nicht folgt, folgt mir da auf jeden Fall mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da meinen Weg mit mir begleitet. So, dann gibt es zum Beispiel noch Punkte, wenn ihr sehr viel herunterladet, also auch wenn ihr gar nichts designen könnt. Ihr kriegt hier allein schon Punkte dafür, dass ihr einfach nur Sachen runterladet und das ist auch cool. Und dann gibt es so verschiedene Stufen. Da muss man erst so das erste Bauteil hochladen, dann muss man 5 Bauteile hochladen, dann soll man 10 hochladen, dann 25, 50, 100, dann sind es glaube ich 500, dann 1000 und manchmal auch 10.000. Also man muss nicht unbedingt viel machen. Die ersten 10 Levelstufen erreicht man innerhalb von wenigen Tagen und erst wenn man so richtig aktiv ist, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, da noch mehr Level zu erreichen. So, zusätzlich gibt es dann noch hier Unterstützer, da muss man halt 10 Clubs beitreten. Das ist so ein Punkt, ja, das kann man sich halt erkaufen. Ich bin da jetzt Level 4, es gibt nur Level 4, man muss einfach 10 Clubs beitreten, das heißt, das kostet einen vielleicht einmal 50 € und dann hat man dieses Level schon voll erreicht. Also kleiner Tipp am Rande, wer halt schnell mal 4 Stufen weiter hochkommen möchte, gibt 50 € aus, dann habt ihr das erledigt. Ich selbst habe das jetzt mir nicht nur so erkauft, ich folge halt wirklich Leuten und habe mir dann immer die Dateien von denen runtergeladen. Dann gibt es das Ganze noch ständige Unterstützer, da muss man halt den Leuten halt auch wirklich Langzeit folgen. Ich folge jetzt einem hier schon seit 15 Monaten. Meinen nächsten Badge bekomme ich dann bei 24 Monaten. Das wird so ungefähr im Dezember bei mir sein. Dann gibt es noch hier Printables Verrückter. Da müsst ihr einfach nur 30 Tage, da müsst ihr einfach nur 20 Mal in den letzten 30 Tagen auf Printables gehen. Das ist ja wahrscheinlich super einfach, denn wer viel 3D druckt, ist ja sowieso jeden Tag auf der Seite Printables. Also das habt ihr nach circa einem Monat sowieso euch verdient. Dann gibt es noch Veranstaltungsbesuch. Da müsst ihr aktiv zur Veranstaltung hingehen. An den Prusa-Stand, die haben immer einen QR-Code und wenn ihr den einscannt, dann bekommt ihr hier immer einen Punkt. Und wenn man das erste Mal hingeht, kriegt man schon das erste Badge. Da muss man 3-mal auf eine Prusa-Veranstaltung, ich glaube dann 5-mal und dann 10-mal. Und so kann man sich halt wirklich auch die Badges verdienen, indem man aktiv auf Messen geht. Dann gibt es hier noch zum Beispiel ein Badge für Wettbewerbgewinner oder Prusa Podcast Gast. Das sind so 2 Dinge, wo ich sage, die sind schwierig. Wettbewerbgewinner, da muss man schon gut designen können. Ich habe es noch nicht erreicht. Prusa Podcast Gast, das ist schon wirklich für die meisten, glaube ich, absolut unerreichbar. Ich selbst war auch noch nie Prusa Gast. Ich habe es jetzt auch zurzeit gar nicht so vor. Und dann gibt es hier halt Printables Förderer. Den Badge, den werde ich mir hoffentlich mit diesem Video holen. Also
könnt mal ungefähr eine Woche nach dem Video veröffentlichen, reinschauen, dann werde ich den Badge wahrscheinlich haben. So. Dann können wir mal reingehen. Hier oben seht ihr dann meine Modelle. Hier habe ich zum Beispiel mich letztens gescannt. Also einige Sachen sind jetzt zuletzt durch Scans gekommen. Dann habe ich hier so ein paar Leuchtsterne hochgeladen. Irgendwelche Sachen, die ich mal ausprobiert habe. Eine Topologie, optimiertes Bauteile. Verschiedene Bauteile von Projekten, die ich gezeichnet habe. Hier zum Beispiel das True-Zeichen von Crow. Oder ich habe mir Lautsprecherhalter gemacht. Einen Schlüsselanhänger. Ein Scharnier für die Seco-Box. Also von bis für Klimaanlagen. Hier ein Bierkühler für den Strand, verschiedene Blumentöpfe. Also oftmals lade ich einfach viele Dateien hoch, die ich sowieso zeichne durch meine YouTube-Videos und meine Projekte, die ich umsetze. Und das lade ich dann immer hoch, damit ihr auch noch einen besseren Einblick in die Videos kriegt und auch viele Teile davon selber benutzen könnt. Zum Beispiel hier die Unterplatte und die Oberplatte von einem Voron V02. Ich habe mir so einen Voron gebaut, als mein Kindheitsidol quasi nachgebaut, als Buzz Lightyear. Und das sind zum Beispiel die 2 Platten aus dem Projekt. Oder hier für die Jobbox, alles Mögliche. Da gibt es wirklich bei mir schon einige Dateien, die ich da hochgeladen habe. Aber was man auch sagen muss, denn wenn ihr auch hier über euch geht und bei mir jetzt reinschauen würdet, hier könnt ihr unten noch alle Drucker, die ihr jemals benutzt habt oder mit denen ihr Erfahrung habt, auflisten. Das sind bei mir jetzt sehr viele. Klar, ich teste sehr viele Drucker. Dann hier unten noch die Sprachen, die ich spreche. Und hier steht natürlich auch seit 21. Dezember 2021. Also ich habe jetzt 3,5 Jahre dafür gebraucht, um halt auf Level 31 zu kommen. Das dauert halt. Muss man sehr fleißig sein. So. Was dann noch cool ist, die coolsten Badges, die kann man sich dann auch selber hier hinmachen. Dass man auch immer das hier bei seinem Profil hat, seine quasi wie seine Pokale da abstellen kann. Finde ich noch immer ganz lustig. Dann habe ich natürlich die, wo ich am meisten Punkte habe und ganz klar Prusa verrückt. So Freunde, und jetzt würde ich sagen, die Badges zusammen ist natürlich cool, weil man eine Stufe höher kommt und desto höher die Stufe ist, desto cooler ist es. Aber es gibt ein Punktesystem. Das heißt, auf den Weg der Badges und Stufen, die ihr dann höher kommt, könnt ihr gleichzeitig auch Punkte verdienen. Und das könnt ihr hier oben, wenn ihr hier raufklickt, hier zum Beispiel, hier könnt ihr sehen, vervollständigen Sie Ihr Profil, kriegst schon 20 Punkte. So, dann einen Druck veröffentlichen, ab 10 Punkte, eine Sammlung erstellen, da gehe ich gleich noch drauf ein, kriegt ihr auch schon wieder 5 Punkte und dann Makes. Damit könnt ihr monatlich wirklich abkassieren. Bei einem Make, den ihr hochladet, bekommt ihr zwischen 1 und 10 Punkten, je nachdem wie beliebt das Bauteil ist und ihr könnt pro Monat 100 Prusa-Meter erreichen. Also da kann man schon echt abends sein. Und wenn ihr dann wirklich sehr gute Designer seid und eure Dateien wirklich oft heruntergeladen wird, dann kriegt ihr nämlich zum Beispiel bei 30 Downloads und 3 Likes kriegt ihr 10 Punkte. Und wenn ihr halt ein wirklich tolles Bauteil hochladet und das reicht auch schnell mal 400 Downloads mit 20 Likes, dann kriegt ihr hier ganze 200 Punkte. So, und hier unten könnt ihr dann immer sehen, wofür ihr zuletzt die Punkte bekommen habt. Dann gehen wir hier mal auf Prämien und hier könnt ihr das Ganze nämlich eintauschen. Ihr seht, für 350 Punkte kriegt ihr hier schon theoretisch einen ganzen Kilo Prusament PLA. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, ihr ladet einen Teil hoch, das kriegt kriegt hier 400 Downloads und 20 Likes, da habt ihr 200 Punkte, dann macht ihr noch einmal, ladet ihr noch mal ein paar Makes hoch, 10 Stück ungefähr, oder vielleicht auch 12, um die 100 Punkte zu kriegen. Dann vervollständigt ihr euer Profil und dann habt ihr schon den ersten Kilo. Also, wenn das mal kein Ansporn ist. Aber ich selbst bin geizig und spare hier meine Punkte. Ich will hier mir mal irgendwann so einen Drucker davon holen. Aber hier ist für jeden was dabei. Es gibt zum Beispiel hier auch ein Mauspad oder T-Shirts. Also, man muss nicht endlos viele Punkte sammeln. Man kann auch relativ früh hier sich was gönnen. Auch für 180 oder 90 Punkte kriegt ihr zum Beispiel schon diesen Prusa-Kurs hier, an dem ihr teilnehmen könnt. Da bekommt ihr dann auch übrigens, wie ihr in meinen Videos in meinem Hintergrund sehen könnt, diese 3 Auszeichnungen da. Die habe ich in der Prusa Academy gekriegt und das kriegt ihr schon für 90 Punkte. Also theoretisch könnt ihr euch an einem Tag so einen ganzen Kurs mal eben verdienen. So, aber Freunde, wie macht man jetzt Makes? Denn das sind wirklich die Geschichte, wo man wahrscheinlich viele Punkte sammeln kann. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel auf 3D-Modelle gehen und schauen uns mal eine schöne Datei an, hier zum Beispiel diese Schlange, so, und dann findet ihr hier Makes und Kommentare, da geht ihr drauf, dann seht ihr, hier haben schon viele Bilder hochgeladen. Das ist ein Make. Das heißt, ihr schreibt hier einen Kommentar, gibt der Datei noch Sterne und ladet gleichzeitig noch ein Foto hoch.
Und das wird dann von Prusa registriert. Das seht ihr dann, das dauert 1-2 Minuten und dann könnt ihr hier oben auch gleich sehen, dass eure Punktzahl steigt und dann heißt es fleißig sein und sammeln und ordentlich was hoch und runterladen und drucken und ja, dann kann man wirklich einfach schnell Punkte abkassieren. So, zurück auf mein Profil. Hier seht ihr zum Beispiel den Button Nachrichten. Da könnt ihr mich zum Beispiel kontaktieren oder auch jeden anderen. Diese Funktion hat jeder von Anfang an. Und dann könnt ihr euch untereinander austauschen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt was sehe, eine Datei, die ich sehr cool finde, aber ich sage, ey, kannst du nicht nochmal das für mich machen, diese Veränderung? So haben das auch schon bei mir einige gemacht. Wenn ihr keine CAD-Profis seid, fragt doch einfach die Creator, die das Bauteil hochgeladen haben, ob sie nicht noch ein paar Änderungen vornehmen können. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Hier bei diesem Griff, den ich einst hochgeladen habe, da habe ich dann irgendwann nochmal einen Griff hochgeladen für einen Gewindeeinsatz mit dem Loch 5,6. Das hat mir tatsächlich auch einer geschrieben, bitte ändere das. Ich würde es cool finden, weil wenn man die Datei nur in STL hochlädt, ist es für die Leute ziemlich schwierig, das zu bearbeiten. Apropos Hochladen, das zeige ich euch auch noch mal ganz schnell. Wenn ihr was hochladen wollt, dann geht ihr einfach auf 3D-Modelle, hier neues Modell hinzufügen, dann könnt ihr hier Bilder, Dateien alles einfügen, gebt ihr einen Namen, eine kleine Beschreibung, Unterkategorie. Ganz wichtig sind natürlich die Tags, die ihr dem Bauteil gebt, damit man das auch sehr gut finden kann und Prusa das auch vernünftig unterkategorisieren kann. Dann müsst ihr natürlich noch sagen, dass ihr es selbst gemacht habt oder ob es ein Remix ist. Dann könnt ihr das Remix da verlinken. Hier unten kann man noch eine ausführliche Beschreibung mit Video, Foto, mit Tabellen und allem Möglichen eintragen. Dann könnt ihr hier noch entscheiden, das müsst ihr aber erst beantragen, ob ihr es kostenlos oder für Club exklusiv oder verkaufen wollt. Das müsst ihr beantragen und das kann man auch nicht gleich am Anfang. Das braucht alles ein bisschen Zeit. Am besten einfach erstmal alles kostenlos hochladen und dann ganz hier unten könnt ihr noch die Lizenz auswählen, wie ihr das hochladen wollt. Ob das geremixed werden darf oder nicht, das entscheidet ihr alles hier unten. So, zusätzlich habt ihr aber auch noch die Möglichkeit, auch ein Tipp, Kollektionen zu erstellen. Ich zum Beispiel habe hier gelikte Kollektionen, die habt ihr immer, heruntergeladene, gekaufte Sachen. Oder dann habe ich mir halt so ein paar Sachen hier weggelegt, die ich nice finde. Und einige davon sind tatsächlich auch öffentlich. Die habe ich dann zum Beispiel veröffentlicht. Zum Beispiel Prusament. Ich habe ja mal ein Video über Prusament gemacht und da habe ich verschiedene Dateien gedruckt. Und die habe ich hier tatsächlich auch dann direkt für euch verlinkt gehabt. Und so kann man auch einfach sich ein paar... Wenn ihr jetzt irgendwie eine Idee habt, ihr wollt einen Drucker bauen oder verbessern, zum Beispiel ich habe hier oben auch mir eine eigene Kollektion gemacht für den Core One und habe mir da gleich die Sachen reingeladen, die ich gerne noch für meinen Drucker drucken möchte. Und die könnt ihr dann veröffentlichen, könnt ihr aber auch privat machen. Das ist euch ganz selbst überlassen. Aber wenn ihr das öffentlich macht, können auch andere diese Kollektion finden und dann gegebenenfalls auch nutzen. Und das finde ich schön. Also am besten alles veröffentlichen, damit jeder halt irgendwie was von eurer Zeit, die ihr schon reingesteckt habt, indem ihr tolle Dateien gefunden habt, dass auch andere Leute, die dann das Gleiche machen wollen wie ihr, dann können die da gleich auch drauf zugreifen und müssen gar nicht groß rumsuchen. Also ich finde es einfach cool, dass es hier einen riesen Zusammenhalt in der Community gibt und man sich gegenseitig unterstützen kann. Und da spielt es auch gar keine Rolle, ob die jetzt schon seit 10 Jahren 3D druckt oder erst seit 10 Minuten. Diese Seite ist offen für alle und jeder kann hier sofort mitmachen. Also ganz, ganz viel Gerede von mir. Ich fasse das jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Die besten Features. Man kann hier einfach und schnell Sachen suchen. Die Filter sind hier zum Beispiel viel besser als bei Thingiverse, finde ich. Und die Modelle sind viel besser getaggt. Das heißt, man findet sie einfacher. Zusätzlich, wie eben schon erwähnt, Makes und Collection. Du kannst anderen Nutzern folgen und einige Sammlungen erstellen. Und wenn ihr das alle fleißig macht, gibt es natürlich das Printables Punkte- und Belohnungssystem. Das heißt, du bekommst Punkte fürs Hochladen, Bewerten, Drucken. Und diese Punkte kannst du dann gegen Prusa-Gutscheine, Filamente oder auch einen 3D-Drucker eintauschen. Dann gibt es natürlich noch die Community- und Wettbewerbbeiträge, wo Prusa regelmäßige Veranstaltungen für alle Creator macht und da könnt ihr dann auch theoretisch mit einer Datei manchmal einen ganzen 3D-Drucker gewinnen. Und das sind meiner Meinung nach die besten Features direkt auf der Seite Prusa. Um das Ganze noch ein bisschen besser zu vergleichen, habe ich tatsächlich meine Grafik gemacht. Hier habe ich dann mir vor dem Video einmal verglichen, was Printables, Thingiverse und Kulz zum Beispiel für Unterschiede hat. Printables und Thingiverse sind kostenlos. Bei Kulz gibt es relativ viele Paywalls, da ist es gefühlt jedes Teil muss man irgendwie für 2-3 Euro kaufen. So kommt es mir zumindest immer vor. Also ich habe auf Printables vielleicht
2 Sachen gekauft und bei Kulz habe ich schon 30, 40 Sachen gekauft. Zusätzlich ist Printables werbefrei. Natürlich kann man das auch sagen, gut, die ganze Seite ist halt sehr Prusa-lastig. Es geht hier irgendwie um Prusa, aber Prusa versucht hier auch alle anderen 3D-Druckhersteller irgendwie so ein bisschen mit ins Boot zu holen. Es gibt auch Gruppen für Bambulab, Anycubic und Creality. Also hier sind alle willkommen, auch wenn die Seite ursprünglich von Prusa erstellt wurde. Aber bei Thingiverse sind halt relativ viel Werbung dazwischen. Das gleiche gilt auch für Kulz 3D. Mittlerweile sind die Druckdateien auf Printables auch meiner Meinung nach deutlich hochwertiger. Thingiverse ist mittlerweile schon irgendwie ein bisschen in die Jahre gekommen und die Dateien sind irgendwie alt oder mittlerweile halt auch einfach in einer besseren Version auf Printables zu finden. Bei Kulz, wie schon gesagt, sind viele Paywalls. Das bedeutet, ihr müsst die ganzen Bauteile irgendwie immer für einen kleinen Obolus erwerben. Dafür sind die Dateien, die man erwerbt, dann doch immer ziemlich cool. Gerade die Modellbauer kommen da meistens tatsächlich wirklich auf ihre Kosten. Da gibt es unfassbar viele kleine Autos und Häuser und alles mögliche, was man für den Modellbau braucht. Da habe ich mir natürlich auch schon einige Sachen heruntergeladen. Ein klarer Pluspunkt ist für Printables natürlich auch die Community-Features, die hier sehr aktiv sind. Also hier geht es wirklich rund. Wenn man da in eine Gruppe reinschreibt, meldet sich eigentlich sofort jemand zurück. Das finde ich ziemlich gut. Bei Thingiverse man merkt irgendwie, das ist wie so eine alte Westernstadt. Da geht es halt nicht mehr so ab, würde ich sagen. Also Thingiverse ist halt irgendwie mittlerweile leider tot. Auch wenn ich, bevor Printables rauskam, sehr viel auf Thingiverse unterwegs war. Aber heute gehe ich vielleicht 1-2 Mal auf Thingiverse im Jahr. Kulz 3D hat zwar Community-Features, ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt. Ist wahrscheinlich sehr spezifisch. Also da gibt es Gruppen, die sind schon sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr detailliert in einem gewissen Fachbereich. Und ein klarer Vorteil ist, bei Printables könnt ihr, egal was ihr macht, Punkte kassieren, die ihr dann halt einlösen könnt. Das gibt es bei Thingiverse und bei Kulz 3D leider gar nicht. Das heißt, bei Printables könnt ihr eure Arbeit, die ihr euch sowieso schon gemacht habt, dann auch noch in quasi Punkten zurückbekommen und euch davon was kaufen. Ich finde es cool. Auch wenn ich mir selbst noch nie was von den Punkten gekauft habe, ich spare die einfach noch, bis ich mir irgendwann, weiß ich nicht, einen Prusa Mini oder sowas kaufe für 10.000 Punkte. Ja, bis dahin ist es für mich noch ein langer Weg. So, jetzt habe ich ganz viel Positives über die Seite gesagt. Natürlich habe ich auch negative Punkte gefunden, denn wenn man sich die Daten vergleicht, ist es so, dass auf Thingiverse tatsächlich einfach noch mehr 3D-Druckdateien existieren auf als Printables, weil es Thingiverse einfach schon viel, viel länger gibt als Printables. Das wird sich, denke ich, in den nächsten 1-2 Jahren komplett verändern. Dann wird Printables auf jeden Fall mehr Dateien haben als Thingiverse. Das braucht aber noch ein bisschen Zeit. Natürlich ist die Seite von Prusa. Das bedeutet, es geht auch alles irgendwie um Prusa. Die meisten Leute, die sie nutzen, haben natürlich Prusa-Drucker, sonst kommt man, glaube ich, gar nicht auf diese Seite. Egal welche Druckprofile oder Belohnung in Fehlern, es bezieht sich alles irgendwie zurück auf Prusa. Es geht immer um Prusa, aber ich finde das vollkommen okay. Für andere Druckerhersteller gibt es ja mittlerweile auch schon andere 3D-Druckseiten, die jetzt auch langsam im Kommen sind. Aber Printables ist da auf jeden Fall noch die Nummer 1. So, und wer wirklich von Anfang an das Ganze hier nicht aus Spaß sehen möchte, sondern möchte sich vielleicht damit was zuverdienen, weil er halt wirklich sehr viel Zeit und Liebe in die Dateien steckt, der ist vielleicht hier auch nicht gut aufgehoben. Natürlich hat Printables mittlerweile die Möglichkeit, hier auch Sachen zu verkaufen, aber das ist nicht der Mehrwert auf dieser Seite. Der Mehrwert ist einfach, dass sich die Leute kostenlos untereinander austauschen können. Für die Leute, die halt wirklich das als Business machen wollen, sollten vielleicht lieber auf die Seite Kulz 3D gehen. Da ist halt, wie gesagt, ist üblicher, dass man für seine Dateien was bezahlt, aber das finde ich irgendwie nicht ganz so cool. So, aber mehr Negatives gibt es dann jetzt auf dieser Seite auch tatsächlich gar nicht. Wenn euch irgendwas an dieser Seite nicht gefällt, schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich ja wirklich interessieren, was euch an dieser Seite sehr gut gefällt und was so gar nicht. Oder was Printables einfach an sich besser machen kann. So, und jetzt kommen wir zu was ganz Neuem und das nennt sich nämlich EasyPrint. Das möchte ich euch mal zeigen, wenn ihr zum Beispiel euch jetzt hier ein Bauteil aussucht und ihr wollt das direkt drucken. Das kennt man ja auch schon von anderen 3D-Druckseiten. Gibt es hier die Möglichkeit, ihr könnt es auch von hier aus, ohne es herunterzuladen, direkt im Prusa Slicer, im Orca Slicer, tatsächlich auch in den Ultimaker Cura Slicer machen und auch in den Bambulab Studio. Und hier zeigt sich auch wirklich, dass Prusa wirklich sehr offen ist, denn das sind die 4 größten 3D
Druck-Slicing-Softwaren. Gut, Prusa Slicer gehört natürlich zu Prusa, ist meiner Meinung nach, wenn man Prusa-Drucker nutzt, das Beste. Klar, Bambolib Studio ist für Bambolib gut. Ultimaker Cura habe ich früher auch viel benutzt, ist aber gar nicht mehr meins, benutze ich eigentlich, wenn es geht, gar nicht. Deswegen habe ich mir seit neuestem auch zum Beispiel Orca Studio installiert, kann ich jedem ans Herz legen. Damit wird jeder 3D-Drucknutzer glücklich. Da ist nämlich alles geballt drin, das ist super. Vielleicht mache ich darüber auch nochmal Videos, welche Features die einzelnen Slicer untereinander haben und welcher für dich da draußen wirklich der beste ist. So, aber hier zum Beispiel kann ich das dann direkt im Prusa Slicer öffnen. Das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell. So, und jetzt haben wir hier direkt unser Bauteil drin, ohne dass ich irgendwie mit 5 Klicks irgendwas runterladen musste, das dann dahin ziehen, dann öffnen. Mit einem Klick habe ich es direkt in meinem Slicer der Wahl. So, und jetzt kann ich das hier slicen und dann kann ich das theoretisch auch, wenn ihr das, jetzt kommen wir zum nächsten, zu der Farm-Software quasi von Prusa. Ihr könnt es nämlich direkt ans Prusa Connect schicken. So, und jetzt seht ihr hier, viele Drucker sind gerade offline, weil die halt irgendwas drucken oder das Material stimmt nicht. Das sind meine MK4S Modelle. Ich hätte jetzt auch ein Mini oder ein XL auswählen können. Da wäre sicherlich gerade ein Drucker frei gewesen. So, und auch die Software, da hat sich in den letzten Monaten viel getan. Früher konnte man nur hier oben Druckplatte ansehen, die Druckeinstellung, Filamenteinstellung und noch Druckeinstellung und noch spezifische Druckereinstellungen. Aber mittlerweile können wir auch über die Slice-Software direkt auf Printables zugreifen. Das heißt, ihr braucht theoretisch gar keinen Browser mehr aufmachen, sondern könnt gleich hier eure Lieblingsdateien raussuchen. Habt ihr euch irgendwie noch einen Weg gespart oder es ist einfach hier oben so schnell erreichbar. Finde ich gut. So, und dann gibt es hier die Farm-Software Prusa Connect. Hier gehen wir mal rein. Hier seht ihr zum Beispiel einer meiner Drucker, der druckt gerade Bauteile für die Secobox. Hier seht ihr sogar das Kamerabild. Ich habe nämlich eine Buddy 3D-Kamera dahingestellt. So, und hier seht ihr dann alle meine Drucker, sind jetzt auch einige aus. Kann man sich das hier in verschiedenen Ansichten anzeigen lassen. Und hier kann man tatsächlich dann auch wirklich seine Aufträge wirklich planen und gucken, wann die denn dann zu Ende gehen und kann gleich hier, für den Drucker habe ich schon was in den Anschluss gepackt. Dann brauche ich am Drucker tatsächlich nur noch auf den Drucker auf Bereit setzen und ohne wieder was in der Software zu machen, nimmt er gleich den nächsten Auftrag. Das heißt, da spart man sich wieder Zeit. Prusa hat das schon in den letzten Jahren extrem gut gemacht und extrem gut optimiert. Aber seit ganz neuestem, worüber ich eigentlich noch gar nichts gesagt habe, ist dieses Symbol, was ihr hier oben seht, und da steht EasyPrint. Das gleiche findet ihr auch hier unten bei den 3D-Modellen und das ist wirklich cool. Denn detaillierte Bauteile waren schon immer ein kleines Problem. Für Menschen, die sich einen Drucker kaufen, haben wir ja vielleicht nicht gleich den besten Computer. Und da haben sie dann mit dem Bauteil in der Slicing-Software oftmals schon irgendwie die Grenzen ihres Computers erreicht. Und da hat sich Prusa gedacht, ey, du brauchst theoretisch gar keinen Computer mehr. Du kannst das Ganze jetzt auch einfach online slicen, ohne dass du irgendwie einen hochwertigen Computer besitzen musst. Du kannst jetzt einfach einer deiner Drucker aus dem Prusa Connect auswählen. Da kann ich mir zum Beispiel jetzt hier mal meinen Core One auswählen. Dann kriege ich hier gleich die Druckplatte vom Core One und kann hier mein Bauteil platzieren, als wäre es im Prusa Slicer und kann dann auch hier zum Beispiel mir die Filamente direkt auswählen oder meine Stützstruktur. Hier geht alles, was auch quasi im Prusa Slicer geht. Hier funktionieren alle wichtigen Features, die ihr auch im Prusa Slicer habt. Und dann könnt ihr es direkt von hier aus drucken. Wieder ein Schritt weniger. Unfassbar, was man hier für Zeitersparnisse durch die intelligente Software von Prusa bekommt. So, jetzt werdet ihr sagen, ja gut, Computer, ich muss da ja immer noch hinrennen. Leute, jetzt mache ich hier mein Ding mal zu. Jetzt kommen wir zu was richtig Coolen. Denn Prusa hat sich gedacht, ey, Computer kannst du wegpacken. Ihr nehmt jetzt einfach euer Smartphone. So, Smartphone ist gestartet. Ich gehe jetzt hier einmal zu meinen 3D-Druck-Apps, öffne die Prusa-App, die es ja auch noch gar nicht so lange gibt. Und hier ist es das gleiche Spiel quasi wie im Prusa Slicer. Wir haben hier unten erstmal halt unsere Drucker. Wir können hier auch direkt auf Printables zugreifen. Das gibt es schon fast seit Anfang an. Da dachte ich mir aber, warum? Warum soll ich jetzt auf Printables zugreifen? Aber jetzt kommt's. Als das rauskam, dachte ich mir wirklich, Chaka, das ist das, was mir noch fehlte, dieses i-Tüpfelchen, diese
Kirsche oben auf der Sahne. Ich finde dieses Feature halt wirklich cool. Angenommen, ich möchte jetzt hier zum Beispiel, was drucken wir denn jetzt mal Schönes? Hier, diese Katze. Dann kann ich mir die hier auswählen und kann hier gleich auf Easy Print klicken. Ich bin am Smartphone, das geht auch auf dem Tablet. Ich drücke hier auf Easy Print, dann sage ich, okay, ich möchte gerne diese Katze hier auf Easy Print, dann sage ich weitere hinzufügen. Dann kann ich sogar noch zurückgehen, kann mir jetzt zum Beispiel hier diesen Knauf für die Schraube auswählen. Dann gehen wir auf Dateien und dann sage ich auch zum Druckliste hinzufügen. Und dann seht ihr hier unten Liste, dann seht ihr hier unten in meiner Liste 2 Stück, dann drücke ich auf Fortfahren und dann komme ich hier hoffentlich jetzt mit beiden Bauteilen, genau, zu meiner Druckeransicht. Jetzt sage ich, ah nee, der Core One, da habe ich jetzt gerade PA12 drauf, ich mache das jetzt mal einfach hier auf meinem Mini. So, jetzt seht ihr, habe ich hier die Mini-Plattform und jetzt kann ich auch sagen, okay gut, das ist mein Mini, ich drucke das jetzt mal auf PETG und da seht ihr auch, hier sind auch nicht nur die PETG-Sorten von Prusament drin, sondern wir finden hier viele weitere Hersteller. Also die Seiten sind echt irre lang, finde ich auch sehr cool, dass man da auch dann gar nicht so viel voreinstellen muss. So, jetzt kann ich mir noch eine Color auswählen. Bei Prusament zum Beispiel sind auch die ganzen Prusament-Farben gleich hinterlegt. So, dann nehmen wir jetzt mal hier so ein schönes Pink, war richtig schön für die Katze. So, dann gehe ich hier auf Einstellungen, sage, komm, ich will hier kein Grid, sondern ich will hier Gurt. Dann sage ich, du, 15% brauche ich nicht, ich will nur 10%, das reicht mir. Stützstruktur brauche ich nicht und soll er automatisch generieren. So, und jetzt können wir uns das Ganze hier oben mal slicen. Ich bin am Handy. Das wird jetzt quasi über den Server von Prusa gesliced. So. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Das dauert einen kurzen Moment, geht tatsächlich echt zügig. So, jetzt hat er mir eben hier noch eine Meldung gegeben, dass ich keine Stützstruktur angewählt habe. Das ist auch sehr gut. So, und jetzt sagt er mir auch gleich 1 Stunde 24, 15 Gramm, knapp 5 Meter Filament und dann kann ich jetzt sagen, komm, Print. So, jetzt sagt er mir, dein Drucker 004, der ist ja gerade besetzt. Ich packe das jetzt einfach in die Warteschlange und jetzt kann ich einfach mich zurücklegen. Ich hätte jetzt zum Beispiel den Drucker gestartet. Vom Bett aus, vom Auto aus dem Supermarkt. Ich bin sprachlos. Das ist tatsächlich das Feature, was ich mir schon immer gewünscht habe von Prusa. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich sage, geil, alles läuft nach Plan. Finde ich toll. So Freunde, und jetzt würde ich sagen, sind wir tatsächlich knapp am Ende des Videos angefangen. Ich möchte euch noch einmal mein Fazit sagen. Meiner Meinung nach ist Printables zurzeit die absolut beste 3D-Druckplattform, die es gibt, vor allen Dingen, wenn ihr natürlich Prusa-Drucker nutzt, aber auch wenn ihr andere Drucker nutzt. Denn diese Seite ist für alle Hersteller, für alle Kategorien, für einfach alles, was mit 3D-Druck zu tun hat, einfach extrem offen und das liebe ich an Printables. Denn egal ob Anfänger, Profi, Firma, Modellbauer oder Möbeldesigner, hier findet wirklich jeder seine Dateien und kann sie mit allen teilen. Hier wird jeder glücklich auf dieser Plattform. Ich finde es einfach toll. Ansonsten, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, welche Webseite nutzt ihr am liebsten, was findet ihr am Printables gut oder was findet ihr auch eventuell schlecht, warum nutzt ihr eventuell andere, das würde mich persönlich mal interessieren und vielleicht auch einige aus meiner Community. Und damit würde ich sagen, Freunde, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, damit wir hier immer größer werden. Ich sage danke an jeden Einzelnen, der sich das Video bis hierhin angeschaut hat. Schaut euch auch gerne noch ein weiteres Video an, gebt dem Video wie immer einen Daumen nach oben. Und ich sage, Freunde, wir sehen uns wie immer. Bis gleich, Freunde.